In dieser einen Sekunde stand er auf und ich stand mit auf. Wieso, weiß ich nicht. Ich stand einfach auf. In diesem Augenblick waren alle Schmerzen weg. Ich konnte ganz gerade stehen, ohne jede Behinderung. Ja, ich war seit einem Jahr ungefähr sehr krank. Und zwar fing es langsam an mit Rückenschmerzen, die ich zunächst nicht ernst genommen habe. Aber dann wurde das schlimmer und ich ging in die ärztliche Behandlung. Und da sagte man mir, das wäre eine Ischias. Und da könnte man gar nicht so viel machen. Ich bekam Spritzen und auch Mittel zum Einreiben. Aber es wurde immer schlimmer. Und dann wurde ich zum Nervenarzt überwiesen und der stellte 1950 fest, dass es ein Bandscheibenvorfall wäre, und zwar zwischen dem 4. und 5. Lendenwirbel. Und der löste eine chronische Ischias aus. Nun 1950, da kannte man Bandscheibenvorfälle ja noch gar nicht. Das war sozusagen etwas ganz Neues. Kein Mensch wusste überhaupt, was ist das denn? Es war sehr schmerzhaft. Und diese chronische Ischias, die zieht sich ja dann an der Hinterseite des Beines herunter, die bewirkte allmählich eine Lähmung. Alles, was man da unternehmen konnte, ist auch gemacht worden an Spritzen und Behandlungen. Zum Schluss sagte der Nervenarzt, ja, ich kann Ihnen auch nicht weiter mehr helfen. Ich überweise Sie mal nach Bethel zu Professor Jaspersen. Das ist mein Chefarzt gewesen und das ist der Mann hier in Ostwestfalen. Da fahren Sie mal hin. Das haben wir gemacht. Der hat mich gründlich untersucht. Und dann sagt er, ja, ich kann Ihnen auch nicht helfen. Da müssen Sie wieder nach Hause fahren. Und dann, mein Mann war mitgefahren, der sagt da zu meinem Mann, und da müssen Sie dann mal einen Rollstuhl kaufen, dass Ihre Frau auch noch ein bisschen herauskommt. Sie ist ja noch jung. Und mein Mann hat ihn angefleht. Herr Professor, bitte, behalten Sie meine Frau hier. Machen Sie doch irgendetwas. Nein, sagt er, ich kann Ihnen nicht helfen. Sie müssen wieder nach Hause fahren. Das haben wir dann gemacht, ziemlich verzweifelt. Mein Mann hat keinen Rollstuhl gekauft. Und ich wurde weiterhin behandelt von dem Nervenarzt in Bünde, allerdings ohne jeden Erfolg. Die Sache verschlimmerte sich so sehr, dass ich eigentlich Tag und Nacht Schmerzen hatte. Liegen konnte ich nur noch auf einer Stelle, gehen nur noch sehr wenig und sehr krumm. Und so gut wie nichts mehr arbeiten. In dieser Lage war ich, als diese Nichte von Bruno Gröning mich mal sah. Und da sagt sie, ach, was tun Sie mir leid? Ja, sage ich, ja, leid tun. Dann sagt sie, ja, ich heiße nämlich Gröning. Ich wusste gar nicht, wie sie hieß. Ja, sagte ich, es sagte mir gar nichts. Ach, sagt sie, Gröning, wissen Sie wissen doch, dieser Wunderdoktor da in Herford, nicht? Ich sage, ach so, ja, der. Ja, sagt sie, halten Sie etwas davon? Ich sage, nee, gar nichts. Das ist auch dummes Zeug. Ah ja, sagt sie, dann hat das ja keinen Zweck. Ich sagte, was hat keinen Zweck? Ja, also, ja, wenn Sie gar nichts davon halten, mein Onkel, der kommt nämlich in der nächsten Woche. Und da dachte ich so bei mir, tja, ich hatte wohl von ihm gehört. Löhne ist ja nicht weit von Herford und das im Wilhelmsplatz war ja bekannt hier in Löhne. Da dachte ich, ach, kannst du es ja versuchen. Ohne jede Hoffnung und auch ohne jeden Glauben. Es war abends, ich hatte den ganzen Tag auf dem Sofa gelegen mit starken Schmerzen und er war uns angekündigt worden, so gegen 8 Uhr. Er kam etwas später. Bruno Gröning fing ohne Einleitung und ohne irgendwelche Formalitäten oder Floskeln an. Er fing an zu predigen. Er predigte. So wie ein guter Pastor. Und das kann ich schon beurteilen. Ich weiß, wie die reden. Und so sprach er auch. Man soll also das Gute tun, auch das Gute denken, das ist sehr wichtig. Wenn man das tut, dann kommt auch das Gute in einen herein, von selber. Ich dachte also, die Predigt ist schön und es gefällt mir auch, aber deswegen ist er ja eigentlich nicht hier. Es muss doch nun mal irgendwas passieren. Und unterbrach er seine Predigt
und stellte mir eine Frage. Was wollen Sie eigentlich? Und ich sagte darauf, ja, Herr Gröning, ich will wieder gesund werden, diese schrecklichen Schmerzen. Ich will mich wieder bewegen können, meine Arbeit tun, meinen Haushalt, meinen Mann versorgen, meinem Beruf nachgehen. Das will ich. Da gab es keine Antwort und keinen Kommentar. Er sprach weiter. Und dann, etwa nach weiteren 10 oder vielleicht noch eine Viertelstunde, stellte er mir die zweite Frage. Da sagte er, warum wehren Sie sich gegen mich? So genau wörtlich. Ich sagte, aber Herr Gröning, ich wehre mich doch nicht. Wie sollte ich mich denn gegen Sie wehren? Warum denn? Doch, sagte er, Sie wehren sich. Mir war das nicht bewusst. Ich war mir überhaupt keiner eigentlichen Einstellung bewusst. Ich dachte nur, was soll das hier? Es muss ja nun was passieren. Es passierte nichts. Ich lag und hatte Schmerzen. Und er redete und redete. Er sprach also weiter. Wieder über eigentlich nur religiöse Dinge. Dann, nach einer weiteren mindestens halben Stunde, unterbrach er seine Predigt wieder. Und dann kam seine dritte Frage, die eigentlich weniger eine Frage war, als eine Art von Anweisung. Er sagte nämlich, warum grübeln Sie so viel? Lassen Sie das. Es bringt Ihnen nichts. Ach, dachte ich, ja, da hat er recht, das stimmt. Ich habe immer viel gegrübelt, das tue ich auch heute noch. Und da hat er wirklich recht. Ich dachte so einen Augenblick, wieso kann er das wissen? Sieht man das vielleicht an den Augen oder erkennt man das sonst irgendwie? Das waren die 3 Dinge. Weiteres hat er nicht mit mir gemacht. Und da ganz plötzlich, mitten während einer seiner Sätze, kam er so ein bisschen nach vorne und schlug mit der Hand flach auf meinen kleinen Nierentisch und sagte so, jetzt habe ich keine Zeit mehr, ich muss weg. Und in diesem Augenblick, in diesem einen einzigen Augenblick, in dieser einen einzigen Sekunde, da ist es passiert. Ich kann nicht sagen, was. Ich kann Ihnen das nicht erklären, auch heute nicht, auch nach 45 Jahren noch nicht. Ich weiß keine Erklärung, auch mein Mann nicht. In dieser einen Sekunde stand er auf und ich stand mit auf. Wieso, weiß ich nicht. Ich stand einfach auf. Genau weg von meinem Sofa, auf dem ich gelegen hatte. In diesem Augenblick waren alle Schmerzen weg. Ich konnte ganz gerade stehen, ohne jede Behinderung. Und ich stand ihm gegenüber in einem ganz kurzen Abstand. Er war ja nicht sehr groß, kaum größer als ich. Ich konnte ihm genau in die Augen sehen. Und ich sah ihm in die Augen. Und da sah ich ein Strahlen drin, das ich nicht beschreiben kann. Und in diesem Augenblick hatte ich das Gefühl, wenn du jetzt nicht aufgestanden wärst, dann hättest du deine letzte Chance verpasst. Deine einzige, allerletzte Chance, wieder gesund zu werden. Sehen Sie, sagt er. Aber nun gehen Sie nicht gleich morgen früh in die Waschküche, sondern gehen Sie zu Ihrem Arzt. Und dann drehte er sich um und die anderen 3 standen auf. Und mein Mann wurde nervös und versuchte ja seine Brieftasche rauszuziehen und wollte ihm Geld geben. Da war er schon an der Tür, Herr Gröning. Und mein Mann wollte ihm jetzt einen Schein zuschicken. Ich weiß nicht, wie viel es war aber jedenfalls ein größerer. Und er sagte freundlich, aber sehr bestimmt, nein, geben Sie es nicht mir. Geben Sie es den Armen. Nicht ich habe Ihnen geholfen. Gott hat es getan. Und dann ging er raus, ohne sich zu verabschieden weiter, sehr schnell. Und seine 2 Begleiter, also das junge Mädchen und ihr Freund, hinterher und waren weg. Und mein Mann stand wortlos, sprachlos an der Tür. Es war ein Zustand, den ich nicht in der Lage bin, mit Worten zu beschreiben. Und Sie können mir glauben, dass ich mir oft überlegt habe, welche Worte passen da wohl. Ich habe keine, auch heute noch nicht. Auch nach 45 Jahren noch nicht. Ich stand da ohne Schmerzen, gerade. Und ich war immer so stolz gewesen auf meine gerade Haltung und hatte sie ein Jahr lang nicht mehr haben können. Ich habe mich an Tischen und Stühlen entlang gequält. Und da stand ich. Und ich war frei und ich war auf eine ganz sonderbare Art und Weise glücklich. Am nächsten Morgen
bin ich genau, wie Bruno Gröning es gesagt hätte, nicht in die Waschküche gegangen, sondern bin sofort zum Arzt gefahren. Das war ein Dr. Kuhlmeier in Bünde, ein junger Arzt, der mich nun in all der Zeit behandelt hatte. Bin hereingegangen in seine Praxis. Ach, sagt er, was sehe ich, Frau Knollmann? Ja, sagt er. Ja, was ist denn nun passiert? Sie können ja gehen. Ich sage, ja. Und ganz gerade, sagt er, was haben Sie denn gemacht? Ja, ich habe nichts gemacht. Bruno Gröning hat das gemacht. Was, sagte er? Da hören Sie mal. Was? Setzen Sie sich mal hin. Wieso das denn? Das müssen wir mal erzählen. Habe mich hingesetzt und habe es ihm erzählt. Genau so, wie es war. Und er hat sich alles schweigend angehört. Er hat mich nicht unterbrochen. Er hat auch kein ironisches Gesicht gemacht, wie man das nachher immer sah. Er hat mir ganz still und aufmerksam zugehört und ich habe es ihm genau so erzählt. Er nahm sich sehr viel Zeit. Und als ich fertig war, habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, nun, Herr Doktor, was sagen Sie dazu? Ja, sagt er, ich habe alles getan, was ich konnte. Alles, was in meiner Macht stand, habe ich getan. Ich konnte Ihnen nicht helfen. Wenn er es konnte, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Ja, sagt er, ich bin ja Nervenarzt. Nun gibt es natürlich im Grenzbereich zwischen Körper und Seele vielleicht ein schmales Gebiet, wo man unter Umständen ansetzen kann. Ich konnte es nicht. Vielleicht gibt es Menschen, die das können. Vielleicht ist Gröning so einer. Aber, sagt er, ich sehe ja, dass Sie gehen können und keine Schmerzen mehr haben. Also, wer heilt, hat Recht.